Hallo ihr moosartigen Leute da draußen, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei Moosartig. Moosartig, dem Kanal für Einsteiger und alle, die es noch werden wollen, wenn es um den Indoor- und Outdoor-Anbau von unseren Lieblingspflanzen oder um Gemüse geht, aber natürlich auch an alle Profis da draußen. Es gibt genug von euch da draußen, die doch ein bisschen Inspiration suchen bei so einem kleineren Kanal und einfach nur seichte Unterhaltung suchen, während sie ihr Müsli schlabbern oder sonst irgendwas machen. Bevor wir jetzt aber in die konkreten Themen für dieses Video springen und uns natürlich unsere 3 Ladies hier auch in aller Tiefe anschauen werden, liegt mir noch was auf dem Herzen. Und zwar möchte ich einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden und ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Community richten, an alle Content Creator und Kanäle da draußen, mit denen ich mich mittlerweile vernetzt habe und mit denen ich mich vernetzen durfte, und alle, die so offen und ehrlich auch mit mir im Austausch sind und mir Tipps geben mit den Pflanzen. Wirklich, wirklich ein riesengroßes Dankeschön. Es ist mir wirklich eine Ehre, bei euch mit dabei zu sein und mit euch zusammen zu wachsen. Ihr wisst, ich bin blutiger Anfänger. Ihr habt bei mir noch keinen Top-Grow zu erwarten. Aber ich lerne mit euch zusammen und ich hoffe, es bietet euch genug Unterhaltung. Muss eine Sache dazu auch noch loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den Dunning-Kruger-Effekt kennt und den Mount Stupid. Wenn ich mir so meine ersten Videos anschaue, in denen ich so den Erklärbär mache und so, da war ich, glaube ich, wirklich so auf dem aufsteigenden Ast oder am Peak von Mount Stupid, wo ich so gedacht habe, boah, okay, das Thema Indoor-Anbau ist ja sowas von einfach zu überblicken und es gibt ja nur ein paar wenige Parameter, an die man sich halten muss. Es ist einfach wieder, ich bin wieder in diese Falle reingetappt. Ich stand wirklich wieder on top von Mount Stupid und habe mich so gefühlt, wie als wüsste ich alles. Und in Wirklichkeit ist das Rabbit Hole einfach unglaublich riesig. Und ja, man macht seine Erfahrungen, man macht so seine Projekte und ich merke jetzt erst, wie viel es einfach noch zu lernen gibt. Und ich bin einfach froh, dass es da draußen so eine große Community gibt, so viele coole Leute, die einfach unter meine Videos kommentieren und weitere Tipps geben, mit denen ich lernen kann, und wie wenig tatsächlich doch die Anzahl an Posts ist, die einfach nur Müll ist. Also wirklich von großem Herzen großes Dankeschön an alle wissensvermittelten Kanäle da draußen, an alle, die das gleiche tolle Hobby machen wie ich, und an alle natürlich, die Videos gucken und natürlich fleißig kommentieren. Ja, um was wird es heute gehen? Ich habe mir Nützlinge bestellt, ich habe mir Raubmilben und Nematoden bestellt, weil ich hier im gesamten Haus Probleme auf einmal mit Trauermücken bekommen habe. Und natürlich haben die Damen hier unten auch was davon abbekommen, obwohl ich hier in diesem Raum und in den Zelten tatsächlich keine einzige wirkliche gesehen habe. Das zeige ich euch natürlich, wie es mit der Anwendung ist und was die Nützlinge so ausmacht. Wir gucken uns nochmal unsere Royal Haze Automatic an. Es ist immer noch kein Ernte-Special in Sicht, weil ihr habt ja recht. Einer hat, glaube ich, drunter gepostet, immer wenn ich sage, in einer Woche wird geerntet, ist es in einer Woche wieder eine Woche. Genauso ist es auch hier. Und wir gucken uns natürlich auch die anderen Ladies an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Ach ja, wer von euch erinnert sich denn an meine Folge von den Stecklingsvermehrungen von Zimmerpflanzen? Hier zum Beispiel von unserer Monstera. Und ich sage euch eine Sache, ey, boah, hasse ich diese Söhne. Das ist unfassbar. Guckt euch das mal an, was hier auf diesen Gelbkarten draufklebt. Stecklingsvermehrung hat bei den Pflanzen übrigens super gut geklappt. Guckt mal hier, da kommt hier schon so ein neues grünes Blatt raus. Bei den anderen hat es auch schon längst geklappt. Bei dem muss ich noch drauf warten. Aber ihr seht, diese kleinen Töpfe sind voll verseucht mit Trauermücken. Und ja, das sind nicht die einzigen Pflanzen hier in unserem Haushalt, die ein Problem mit Trauermücken haben. Jetzt nicht in diesem Ausmaß. Also hier ist es wirklich massiv. Das habe ich im ganzen Haus hier und da, dass ich mal so eine Trauermücke sehe. Und ich habe einfach die Schnauze voll. Und ihr wisst ja, unten im Keller stehen ja noch wertvollere Schätzchen, die das überhaupt nicht gut abkönnen. Also wird es Zeit, aktiv zu werden. Und ich habe was bestellt. Und zwar auf eigene Faust, also ich habe da nichts gestellt bekommen oder irgendein Sponsoring oder sonst irgendwie, sondern weil ich wirklich selbst total davon überzeugt bin, und zwar von der Firma Öre Bioprotect. Das ist ein biologischer Pflanzenschutzhersteller, beziehungsweise
stellt der ja, Nützlinge zur Verfügung, wie beispielsweise hier unsere Raubmilbe Hypoaspis miles. Und das ist quasi so ein, ja, der frisst eigentlich fast wirklich alles weg. Ne? Hier gegen Trauermücken, Sumpffliegen, Tripse, Wurzelläuse. Und wie heißt das? Kollembolen. Habe ich absolut keine Ahnung, was das sein soll. Jedenfalls bekommt man das hier so als eine Form Streuware. Zu dem hier kommen wir gleich. Über den Versandweg kam es jetzt zu uns. So sehen die Kollegen hier aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Zecke. Ja, aber es sind keine Zecken. Und da ist so eine Art Trägermaterial drin mit 2000 für diesen Raubmilben. Bitte sofort ausbringen. Ja, das machen wir auch gleich. Und diese Raubmilben machen eben Jagd auf verschiedenste Schädlinge. Und hier steht's. Da nimmt man einen Esslöffel auf einen 13 cm Topf und dann breiten sich diese Milben aus und gehen auch in der Erde auf Jagd nach diesen verschiedenen Schädlingen. Ich mache auch eine Doppeltherapie, also ich bringe nicht nur die Raubmilben hier aus, sondern ich werde auch Nematoden hinzugeben. Nematoden sind so kleine, wow, so kleine Würmer, ganz, ganz klein, mikroskopisch kleine Würmer. Also, was habe ich hier für eine Packungsgröße? Ich habe 3 Millionen Nematoden gekauft. Wahnsinn, oder? Und die soll man in 3 Liter Wasser auflösen und dann mit diesem Wasser seine Pflanzen gießen. Und diese Nematoden, hier sieht man es, die dringen sozusagen in die Trauermückenlarven ein und geben ein spezielles Bakterium dann ab. Und dadurch wird diese Trauermückenlarve abgetötet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir geben jetzt hiervon einen Esslöffel bzw. vielleicht 1-2 Teelöffel pro Pflanze aus von den Raubmilben. Und diesen Beutel hier löse ich jetzt in 3 Litern auf, werde das schön einrühren und dann nach und nach alle Pflanzen damit gießen. Nicht nur diese kleinen Töpfchen hier, sondern alle Zimmerpflanzen und auch die Pflanzen unten im Keller. Denn ich habe mal genauer hingeguckt, ich habe da auch Trauermücken gesehen. Aber das waren nicht so kleine, das waren richtige Kavenzmänner. Keine Ahnung, ob das irgendwie was mit der Living Soil auch noch zu tun hat. Also nicht, dass sie aus der Living Soil kommen, die Fliegen. Aber vielleicht finden die da einfach wunderbar viel Nährstoffe drin, dass die so richtig dick werden. Also wird Zeit, dass wir uns die vorknüpfen. Ja, jetzt habe ich die Zimmerpflanzen alle schon oben gegossen mit den Nematoden. Und natürlich bekommen hier unsere Nutzpflanzen unten im Keller auch alle einen guten Schluck mit den Nematoden ab, damit die sich hier gut in dem Erdreich einleben können. Und ich gieße zuerst mit den Nematoden und gebe dann anschließend noch die Raubmilben dazu. Ja, warum denn eigentlich gegen die Trauermücken vorgehen? Die knabbern halt einfach die ganzen kleinen jungen Wurzeln von den Pflanzen ab und machen es den Pflanzen einfach schwer damit. Und insofern ist es einfach notwendig, da gegen die Trauermücken, habe ich Trauermilben gesagt, gegen die Trauermücken vorzugehen. Und ja, auch gegen Tripse oder sonst irgendwas, wo ich noch nicht weiß, dass vielleicht irgendwie was da sein könnte. Spinnmilben oder Tripse, da kommen deswegen dann auch die Raubmilben dann mit ins Spiel. Ja. Also, lieber proaktiv und rechtzeitig handeln, als zu spät und dann so eine Horde von Trauermücken wie oben bei der Monstera zu haben. Ne? Ja, hier sieht man jetzt eine von diesen Raubmilben an dem Rand gerade krabbeln. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und diese Raubmilben, die befinden sich hier auf diesem Trägermaterial, ja, das man dann letztendlich mit einem Esslöffel auf die 13 cm pro Topf ausbringen soll. Ich habe es jetzt hier mit einem Teelöffel gemacht und habe einfach 2 gut gehäufte Teelöffel dann hier in den Pflanzen mit der Living Soil verteilt. Ich habe hier nicht wirklich Trauermücken gesehen. Ne? Ich habe mal hier und da was huschen sehen. Weiß ich, das waren echt dicke Dinger, die jetzt auch anders aussehen als die ich von oben kannte. Aber naja, Prävention ist letztendlich besser, als wenn man dann später da Probleme mit hat. Und weil ich alle anderen Pflanzen behandelt habe, bekommen die natürlich hier auch was davon ab. Also gut verstreuen und gut ist. Schaut mal hier, liebe Freunde, habt ihr auch Kinder zu Hause oder hin und wieder einfach mal Besuch, der an euren Growboxen vorbeischauen könnte? Ich habe meine Growboxen hier beide mit so einem Vorhängeschloss, so ein Kofferschloss ist das abgesichert.
Der Raum ist zwar auch separat abschließbar, aber für mich ist es auf jeden Fall für mein Gewissen nochmal ganz gut, dass ich hier der Einzige bin, der da Zugriff drauf hat. Ja, das ist, ist jetzt auch kein Panzerschloss, aber es ist zumindest nochmal eine leichte Barriere. Und sollte es irgendwelche Rückfragen geben, vom was weiß ich wem auch, ne, dann kann man zumindest mithilfe von diesen kleinen günstigen Schlössern zumindest seine guten Absichten deutlich machen. Na dann schauen wir doch mal zu unserer blühenden Dame. Unserer Royal Haze Automatic. Woche 13. Nee, 12, ne? 12 Wochen, glaube ich, und jetzt 9. Woche Blüte abgeschlossen. Also, sie kriegt schon eine richtig schöne Farbe, finde ich. Also das ist mal ein Indian Summer, oder? Schönes Gelb, schönes Lila. Das Grün konzentriert sich mittlerweile fast ausschließlich nur noch auf die Buds. Was haben wir hier für ein Klima gerade? 53% Luftfeuchtigkeit, 23,4 Grad. Und ja, sie lässt weiter auf sich warten, wobei ich könnte jetzt auch schon ernten. Aber ich habe mir gesagt, ach komm, lassen wir sie noch ein paar Tage reifen und nächste Woche, wirklich im Laufe nächster Woche, haue ich das Ding um. Dann werde ich sie auf jeden Fall ernten. Also ich werde sie trocknen. Ich werde sie hier auch in diesem Zelt zum Trocknen aufhängen. Aber ich habe mich auch dafür entschlossen, wirklich ein ganz, ganz eigenes Video, eine Videoreihe zu machen zum Thema Verarbeitung von dem Material. Denn das möchte ich auf jeden Fall separat führen. Ja? Ihr wisst ja auch aus meinen vorherigen Videos, ich rate niemandem dazu, dieses Material zu konsumieren. Ich rate auch strikt davon ab. Es ist einfach mit immensen Gefahren verbunden. Im besten Falle natürlich konsumiert ihr, wenn es nicht anders geht, das eigene angebaute, ohne irgendwelche Schadstoffe drin. Aber ich möchte hier auf keinen Fall zum Konsum aufrufen. Ja. Ich werde das alles separat dokumentieren, werde auch dafür sorgen, dass das in jedem Fall FSK 18 ist. Das bedeutet jetzt für euch alle, ihr werdet die Videos nicht sehen, wenn ihr euch nicht registriert habt dafür. Also ihr müsst einmal einen kurzen Altersnachweis machen bei YouTube und dann könnt ihr diese Videos auch sehen. Aber ich kann das besser mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich nicht weiß, ob eventuell dann doch Minderjährige Zugang dazu haben. Ja, führt letztendlich für mich dazu, dass natürlich weniger Klicks auf diese Videos kommen. Aber wie gesagt, ich habe eine kleine Tochter und ich kann einfach besser damit schlafen, wenn ich weiß, dass Minderjährige davor geschützt sind. Hier riecht es richtig, richtig herrlich. Es hat so was richtig Limonenartiges. Müsste auf jeden Fall von der Haze-Genetik herkommen. Es ist ja eine Royal Haze Automatic heißt, aber es steckt eine Amnesia Haze und eine Skunk mit drin, also eine Skunk Haze. Von, ich meine, es ist Sensi Seeds, nee, Dutch Passion. Ich habe das damals bei der Saatgutauswahl erzählt. Ich wiederhole es aber auch gerne nochmal, warum ich mich denn jetzt ausgerechnet für diese Pflanze entschieden habe. Und ja, es ist eine Automatic-Sorte, die kleinbleibend ist und ich habe sie auf jeden Fall durch mein Training auch so klein gehalten. Aber ich habe mich für diese Sorte entschieden, weil ich einfach die Skunk Haze kenne. Ich kenne sie vom Wirkprofil. Ich weiß sie sehr zu schätzen, weil sie meiner Mutter bei ihrer Krebserkrankung sehr geholfen hat. Und deswegen ist da einfach so ein bisschen persönliches Feeling auch noch mit drin. Und ja, ich wollte einfach, damals als ich das Saatgut bestellt habe, war noch nicht so ganz klar, kann ich es Indoor machen, kann ich es Outdoor machen. Und ich habe dann einfach hier zu der Automatic gegriffen, weil ich gesagt habe, naja, komm, ne, machst du mal einen Versuch und testest das Ganze mal aus, wie die Automatic-Sorte im Vergleich zu dem anderen so ist. Und hier steht sie jetzt und ist kurz zu der Blüte. Wahnsinn. Also ich bin wirklich, wirklich sprachlos. Das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl für mich, so kurz vor der eigenen Ernte zu stehen. Aber ich glaube, der Großteil von euch da draußen kann das auch sehr, sehr gut nachempfinden. Ja, wir sehen halt wirklich, also die ganze Kraft konzentriert sich jetzt in den Buds. Die sind jetzt über die letzten Wochen aber auch nochmal ordentlich angeschwollen. Also ich bin froh, dass ich jetzt nochmal 2 extra Wochen gewartet habe. Die sind nochmal dicker geworden und ihr könnt es hier und da auch sehen. Hier kommen tatsächlich auch nochmal so ganz frische neue Blütenstempel raus.
Die Trichome werden langsam milchig und es sind auch schon ein paar bernsteinfarbene mit dabei. Deswegen sage ich, ich warte jetzt nicht mehr allzu lange. Und genau, dann ist bald Erntedankfest. Und ja, mal sehen, was dann als nächstes in dieses Zelt hier reinkommt. Ich habe mir gestern die Podcast-Folge von Vincent Weed mit seiner Frau zusammen angesehen, wo sie über ihr Living Soil Bed sprechen. Und ich habe auch darunter kommentiert, dass ich das wirklich eine sehr, sehr schöne Folge fand. Und ja, habe eben mal meine Frau gefragt, ob sie nicht auch Bock hat, vielleicht mal so in dieses Hobby mit reinzuschnuppern. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück. Drückt mir mal die Daumen. Und natürlich wie immer, zu guter Letzt, bald werden diese Pflanzen in diesem wunderbaren Anbauzelt von Mars Hydro natürlich die Hauptrolle spielen. Wir stehen hier vor unserem 70x70x1,60er Mars Hydro Zelt, das ich von Mars Hydro gesponsert bekommen habe. Und natürlich habe ich auch versprochen, dass ich natürlich entsprechende Produkte auch hier vorstelle. Ich habe ja schon zu allen Komponenten, also zu diesem Zelt, habe ich schon ein Review-Video gemacht bezüglich der Lichtdichtheit. Ich habe hier den Inline-Vent, haben wir uns schon mal zusammen mit dieser smarten Regelung hier angeschaut, dieser kleinen Box hier, die unter dem Ventilator läuft. Ja, das ist hier Temperaturfühler und Luftfeuchtigkeitsfühler, der mit dem Inline-Vent verknüpft ist. Und über die App kann ich das steuern. Und tatsächlich, seitdem das installiert ist, läuft das Ding wirklich richtig schön zuverlässig. Verbraucht nicht immens viel Strom, weil es permanent im Dauerlauf ist. Ich habe keine Angst, weil ich immer hier auf das Hygrometer schauen muss und dann immer wieder gucken muss, ach, ist es noch richtig eingestellt oder muss ich noch ein bisschen nachregeln? Nein, ich habe diese Box einfach auf 65% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Und wenn es 5% drüber ist, dann geht der Lüfter an, also bei 70. Und wenn es darunter ist, bleibt er eben aus, bis die Luftfeuchtigkeit wieder höher ist. Genau, hier sehen wir diese Lampe, also die FCE 1500, die jetzt im Vergleich halt zu der anderen Lampe im anderen Zelt eben nicht dieses vollflächige Modul hat, sondern diese 3 Streifen. Dadurch bekommen wir aber auch einfach eine bessere Fläche ausgeleuchtet. Und auch die ist hier über die App steuerbar. Ich habe mir da eigentlich nur so einen Lichtzyklus programmiert mit einem kleinen Sonnenauf- und Untergang. Wie man die Lampe einrichtet, habe ich auch schon in einem meiner Videos mal gezeigt. Und bisher läuft das alles wirklich ohne Probleme, also genauso wie der Lüfter auch. Also ihr bekommt hier für den Preis wirklich alles, was ihr braucht als Anfänger, um in dieses Hobby reinzuschnuppern. Und bisher, wie gesagt, kann ich nichts Negatives berichten. Also die Geräte laufen. Die Einrichtung der App, ja, die ist etwas mit Hürden verbunden. Aber ich habe auch festgestellt, die meisten Probleme, die ich hatte mit der Einrichtung, waren wirklich mit der Konnektivität verbunden, mit Bluetooth. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich ja meine Tonaufnahme hier über so ein Bluetooth-Mikrofon mache. Und das scheint irgendwie da ein Problem mitzumachen. Also sobald ich das Mikrofon ausmache und das Mikrofon rausstecke, dann ist es auch mit der Konnektivität wieder besser. Also kann ich da auch nicht wirklich motzen. Ja, vielleicht der ein oder andere da draußen, für den könnte das ja noch ein guter Tipp sein. Gut, dann haben wir genug über Mars Hydro erstmal gesprochen. Gucken wir uns die Ladies an, die tatsächlich doch noch recht klein sind. Sie sind jetzt 5, 6 Wochen hier drin in der Living Soil von Couple of Plants, von der ich nach wie vor auch wirklich noch sehr, sehr angetan bin. Also ich habe ja, als ich angefangen habe mit der Living Soil, wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das für ein riesen Themenfeld ist. Ja, ich fange ja jetzt gerade erst an, eigentlich mit Hilfe von dieser Erde, mich mit dem Thema Living Soil auseinanderzusetzen. Und das ist auch wieder ein riesiger Eisberg. Ich habe hier nur die Spitze kennengelernt durch Kim und durch seine Produkte und habe mir das alles angeschaut. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also was da auch an Arbeit reingeflossen sein muss, diese Erde hier so weit zu bekommen, dass das Ganze hier funktioniert und fertig, verpackt, verkaufsfertig ist. Also Hut ab. Ja. Die stehen hier drin. Das ist unsere, wo habe ich das Schild? Wir können es auf jeden Fall drehen, aber die Blätter verdecken vielleicht mittlerweile das Schild auch. Unsere OG Kush hier hinten, da sieht man es doch. OG Kush von Royal Queen Seeds.
Und wir haben es hier tatsächlich mit einem recht wüchsigen Exemplar zu tun. Es sieht jetzt erstmal nicht so aus, aber ich habe sie natürlich auch entsprechend trainiert. Ja. Wir haben hier nach der 4. Nodie getoppt und alle weiteren Seitentriebe erstmal weggekappt, bis ich jetzt auf insgesamt 16 Haupttriebe hier gekommen bin, die ich jetzt auch nicht mehr trimmen werde. Also ab jetzt werde ich die Pflanze erstmal wirklich schön wachsen lassen und im Maximum hier mit diesen Low-Stress-Training-Clips so ein bisschen weiter in Form noch bringen, ja, dass wir hier einfach auch diesen Raum hier drin irgendwie gefüllt bekommen. Und ich sage mal so, hätte ich jetzt hier nicht wirklich so viel Hand angelegt und diese Pflanze bis aufs Äußerste gestresst, wäre die wahrscheinlich schon ein riesen Busch irgendwo hier oben in dem Bereich. Da könnte man sie schon tatsächlich in Blüte schicken. Ich werde sie jetzt noch ein paar Wochen mal so wachsen lassen, bis sie dann wirklich so ein kleiner Busch ist. Und dann muss ich gucken, weil laut Sortenbeschreibung soll ja die OG Kush ein wirkliches Monster sein, was ein Stretch angeht. Also das verstärkte Wachstum nochmal, wenn man auf 12-12 umstellt, also um die Pflanze dann in die Blüte zu schicken. Der Stretch bedeutet dann, die streckt sich nochmal enorm in Richtung Licht und in alle Richtungen aus. Wir haben nur ein 70x70er Zelt, also arg viel größer darf die dann auch nicht mehr werden. Aber ich wollte diese Technik hier unbedingt mal ausprobieren, die ich bei Mahatma Ganja gesehen hatte. Und hier mit im Zelt steht auch noch die Sorte von Mahatma Ganja, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Das hier ist, kann ich es noch drehen? Ja, die Purple Oreos F1 von Seedsman. Im Vergleich deutlich kleiner, deutlich gedrungener gewachsen als die OG Kush bis jetzt. Das heißt aber natürlich nichts zu der Qualität von dieser Pflanze und zu den Blüten und den Buds, was diese Pflanze noch ausbilden kann. Ich habe sie auch ein bisschen, ich sehe, sie ist auf jeden Fall auf mein Training ein bisschen empfindlicher, hat sie reagiert. Sie hat hier so Einrisse bekommen, die mittlerweile zum Glück richtig, richtig gut verheilt sind und fast das komplette Gewebe wieder zugewachsen ist. Und auch hier habe ich jetzt auf 16 Triebe zurückgeschnitten. Und die Pflanze wird jetzt genauso wachsen gelassen. Ich werde jetzt hier tatsächlich weniger trainieren als bei der OG Kush, weil ich das Gefühl habe einfach, dass diese Pflanze nicht so gut auf den Stress reagiert. Und ich möchte sie jetzt einfach wachsen lassen und ihr die Chance geben, dass sie auf jeden Fall mit diesem Biest hier, was wirklich Gas gibt, auch mithalten kann. Ja? Nicht, dass ich dann hier auf der rechten Seite so eine hohe Pflanze habe, die einfach schon in die Nähe von der Lampe kommt und diese ist dann ein bisschen niedrig. Das wäre dann einfach schwierig hier in dem kleinen Zelt mit der Beleuchtungsintensität, das vernünftig regeln zu können. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, ansonsten gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Die Pflanze zeigt eine schöne Blattfärbung, zeigt mir keine Adlerkrallen oder sowas. Also, ich sag mal so, für mein Anfängerniveau bin ich sehr, sehr zufrieden, wie das hier erstmal verläuft. Ich habe jetzt langsam auch herausgefunden, wie ich das hier biegen kann, ohne dass es direkt Risse gibt. Also man muss wirklich ein bisschen vorsichtiger sein über mehrere Tage und die Äste vor allem auch vielleicht vorher einfach mit der Hand so ein bisschen leicht bewegen, dann werden die ein bisschen weicher und lassen dann mit sich auch besser das Training durchführen. Ja, mal schauen. Ihr werdet bald auf jeden Fall die Highlights hier sein in dem Grow-Zelt. Und ich bin auf eure Meinungen gespannt hierzu. Was sagt ihr zu den beiden Pflänzchen? Was sagt ihr zu der Trainingsmethode? Hätte ich was besser machen können? Lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Ihr wisst doch Bescheid, meine lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, wünsche ich auch ein schönes Restwochenende. Und sag mal, bis bald, bis nächste Woche. Und vielleicht mache ich ja noch ein Video vom Garten. Ne? Dann sieht man den einen oder anderen vielleicht auch mal bei meinem Gartenvideo. Wer weiß, würde mich jedenfalls freuen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.